So, Leute, ich habe heute leider nicht mein Mikrofonsystem dabei, aber ihr müsst damit zufrieden sein. Und der geht wie Futter durch, ne? Der wiegt auch schon einiges, der Katana-Folge, ja?
Ja Leute, genau das ist das bei Tipi-Aufbau. So schaut da. Das ist nicht. Und jetzt? Oh ja, hast du recht, das ist ein perfektes Waldstück, gell? Ne? Kennst du das mittlerweile von mir, was Plätze suchen angeht, bin ich der Meister. Den Weg haben wir auch gleich nach, Zeller. Ja.
Und so haut's hin bei dir. Hast du Lust vielleicht an die Hängematte hinzuhängen? Ah. In der Zeit, wo ich gerade noch hier Feuerholz mache. Ja. Willst du jetzt doch hier bleiben oder was? Hä? Willst du doch jetzt hier bleiben? Ah, nicht über Nacht. Nee. Ja, dann lass es mit der Hängematte. Chill ich mich damit ins Zelt oder so. Ja, ja. Aber diesmal habe ich es, glaube ich, richtig schön aufgebaut. Oh ja. Ich glaube, jetzt habe ich es wirklich gut aufgebaut. Und wie findest du den Katana Boy? Ich möchte jetzt hier kein Product Placement in deinem Video machen. Nee, geiles Teil. Ja. Also, sägt die Butter. Wie wenn du mit einem Messer durch die weiche Butter gehst. Ja. Ich habe auch das erste Mal gemeint, ach du Scheiße, du bist ja gleich innerhalb von ein paar Minuten durch. Ein paar Sekunden. Hast du doch gesehen, ich habe hier einfach ein paar von den Stämmen Ja. innerhalb von 3 Minuten durchgehabt. Fertig. Habe ich nämlich jetzt von Anfang habe ich jetzt kleine Teile. Okay. Mache ich jetzt so ein paar dickere Teile für später. Ja. Also Leute, diesmal bin ich wirklich sehr zufrieden mit meinem Tipi-Aufbau. Man braucht wirklich Geduld und nicht auf die Schnelle, so wie ich in den letzten Videos versucht habe. Das geht immer in die Hose. Man muss Zeit mitbringen. Und ich habe leider mein Mikrofonsystem nicht dabei, das habe ich nämlich keinen Bock gehabt. Und meine echten Fans, so wie mein Kumpel damals letzten Freitag gesagt hat, denen ist das scheißegal. Hä? Was war mit mir? Na, ich meine, wegen, was ich mache in Videos, wenn es scheiße anhört oder so. Ja, ist doch scheißegal. Ich muss, ja, Hauptsache, du machst das, was dich glücklich macht. ich muss ja nicht immer dabei haben. Wir haben zwar keinen Blick nach da unten, aber das ist nicht toll. Wir Obwohl, wollen ja auch nicht mitten auf der offenen Fläche, dass uns jeder vom Weg aus sieht. ja. Also Leute, diesmal bin ich wirklich selber erstaunt, wie geil das ist. Und merkst du, wie wir ruhiger ein bisschen haben von der Simulation? Du bleibst schön da, ich brauche noch.
Hier, wir bauen unseren Tarp gar nicht auf, weil den Regenmantel erweitert jetzt und den tue ich über das Tipi und da ist das nämlich auch getan. Und das habe ich von mir. Ist nicht abgeschaut. Du hast ja die Pushbox dabei, ne? Ja. Da können wir ja gar kein dickeres Holz rein tun. Dann machen wir halt ein Loch drauf. Ich habe meine Schaufel mit und dann. Na dann, grabst du mal ab. Was mein eigenes Loch? Ja. Machst du so 2,5 Meter tief, damit du auch reinpasst. Ich habe deinen Rucksack ein bisschen ins Tipi getan, ja? Hä? Deinen Rucksack habe ich schon mal ins Tipi mit. Was hast du denn? Deinen Rucksack mit ins Tipi schon mal. Ja, ja. Du kannst auch mal meine Hulterfaust benutzen, wenn du willst. Wenn du mal ausprobieren willst. Na? Stell ich dich mal als Tester ein hier. Hä? Stell ich dich mal als Tester ein. Bin ich jetzt dein Ausrüstungstester oder was? Oh, hier haben wir noch einen Stamm. Ja, okay. Oh, ich weiß nicht, ob das gut ist. Leute, geil. Absolut geil geworden. Ja Leute, wir lassen uns hier ein bisschen gut gehen. Aber übernachten werden wir heute nicht, weil mein Kollege, der muss morgen los. Und ich werde uns mal eine zünden und es ist mir wieder egal, ob ihr wieder rummeckert, die falschen Abonnenten oder falschen Kommentatoren. Das muss ich auch mal dazu sagen. Und wir nehmen natürlich unser Zigarettenstummel etc. alles immer mit. Dafür haben wir extra Müllbeutel.
mal, wie das ausschaut. Ja. Hier kannst du schon mal miteinander nehmen. Hab ich schon. Nee, fürs Feuer, das normale. Brauchen wir doch die Buschboxsäule nicht, wenn wir ein Loch machen. Das ist jetzt erstmal zum Anzünden, das Steinkohl. Das größere mache ich halt noch. Na, guck mal hier. Wir haben schon größere liegen. Und hab schon gut Holz gemacht. Brauchst du nicht. Ich hab das schon, guck mal, was du in der rechten Hand hast. Ja. Das habe ich schon recht klein dafür gemacht zum Anzünden. Außerdem haben wir ja noch Kienspan. Ja. Und Harz. Harz haben wir nämlich auch, ist aber nicht mit. Habe ich mich ja dumm und dämlich gesammelt. Ja. Ja. Schau, und ich habe extra die Schaufel mit zum Lochgraben und ihr müsst immer achten, dass kein Moos oder sonst was mehr dazwischen ist. Und immer die Erde wieder dann drauflegen am Ende. So, das wird ja erst einmal reichen. Wird ja erstmal reichen, was ich jetzt gemacht habe. Zu viel muss ja auch nicht sein. Also Leute, immer dann wieder zurücklegen. Hä? Was? Das Moos dann immer, wenn wir wieder gehen, immer die Stelle wieder schön machen wie vorher. Oh, scheiße, hier ist eine Wurzel. Ich würde es halt da machen, wo der Baumstamm ist. Da ist es nicht so nah am Tippi. Ja, stimmt auch, ja. Nicht, dass das Tippi noch anfackelt. Ja. Kommando zurück. Habe ich hier den Netz. Ja. So Leute, wo könnte man anmachen? Wir könnten noch so eine, hier ist so ein Kienspan, glaube ich, ne? Ja. Ja, ich habe doch vorhin den Kienspan abgemacht. Ja. Haben wir doch schon.
Also Leute, bis gleich.